Hallo liebe Erstsemester, willkommen am Lehrstuhl Verteilte Systeme. Mein Name ist Torben Weiß und ich leite das Fachgebiet. Im Fachgebiet Verteilte Systeme beschäftigen wir uns vornehmlich mit vernetzten Computern, das heißt sowas wie Peer-to-Peer-Systeme, Cloud-Systeme oder auch Cyber-Physical Systems. Also alles, was rund um Computer, Vernetzung, IT-Sicherheit und eben verteilte Systeme liegt. In der Lehre beschäftigen wir uns mit Fragen wie funktioniert ein Computer? Wie funktioniert ein Netzwerk? Was ist IT-Sicherheit? Wie funktioniert Rechnerarchitektur? Wie funktioniert das World Wide Web? Das sind Themen, die wir in verschiedenen Lehrveranstaltungen erläutern. Und die Lehrveranstaltungen, die Sie bei mir hören werden, sind 4 Semester aufeinanderfolgende Lehrveranstaltungen, in denen am Ende Ihnen klar sein sollte, wie ein Computer und Netzwerk grundlegend funktioniert. Die 4 Veranstaltungen sind zuerst Rechnerarchitektur. Da geht es mehr hardwarenah darum, wie ein Computer funktioniert, wie die CPU aufgebaut ist, wie ein Mainboard und Festplatte aufgebaut sind, wie CD und DVD-ROM funktionieren. Also sehr hardwarenah Dinge, auch ein bisschen Assembler-Programmierung wird dort unterrichtet. Danach machen wir weiter mit Rechnernetze. Dort geht es um das Internet. Wie funktioniert die Kommunikation im Internet? Solche Themen wie TCP, IP, UDP, falls Sie das schon gehört haben, sind Gegenstand der Vorlesung. Und dann im Anschluss kommt als drittes die IT-Sicherheit. Dort beschäftigen wir uns mit Fragen, wie kann man sicher kommunizieren. Da werden wir Kryptographie uns anschauen, Verschlüsselung also auf dem Netzwerk und Authentifizierungsmechanismen, wie funktionieren digitale Signaturen. Und zum Schluss in der 4. Veranstaltung, Betriebssysteme, spricht für sich, untersuchen wir, wie ein Betriebssystem intern aufgebaut ist, wie es funktioniert und was so interessante Mechanismen eines Betriebssystems sind. Danach sollte eigentlich klar sein, wie ein Computer und ein Netzwerk grundlegend funktionieren. Des Weiteren im Wahlkatalog können Sie bei mir noch Internettechnologien belegen. Dort schauen wir uns an, wie das Web funktioniert, wie HTTP funktioniert, Mail und DNS und verschiedene andere Protokolle, die das Internet aufbauen. Zusätzlich gibt es bei uns jedes Jahr ein Seminar und jedes Jahr ein Praxisprojekt. Im Praxisprojekt setzen wir irgendetwas aus der Vorlesung technisch um. Wir haben zum Beispiel schon mal einen Tischkicker erweitert mit Elektronik, um automatisch Tore zu zählen. Wir haben Lego-Roboter gesteuert und überwacht. Und im Seminar beschäftigen wir uns jedes Jahr mit irgendwelchen neuen Themen rund um Computernetze, verteilte Systeme und Sicherheit. Im Master am Ende können Sie auch Vertiefungen in verteilte Systeme, Peer-to-Peer-Systeme, Cloud-Systeme und gelegentlich Spezialtopics noch bei mir hören. In der Forschung beschäftigen wir uns wie mit der Lehre mit Fragen der vernetzten Computer, das heißt Cloud Computing, Peer-to-Peer-Systeme oder die sogenannten Cyber-Physical Systems. Ein Cyber-Physical System ist ein System, das sowohl mit Sensoren und Aktuatoren mit der realen Welt interagiert, andererseits aber ein digitales Abbild der realen Welt im Computer hat. Das heißt, da geht es darum, zum Beispiel zu erkennen, was ist der Kontext einer Umgebung, welche Menschen sind dort, was tun die dort, was passiert gerade. Und das versuchen wir mit Sensoren und Auswertung zu erkennen. Die Auswertung funktioniert oft mit Machine Learning heutzutage. Das heißt, viele unserer Arbeiten beschäftigen sich im Endeffekt damit, wie man solche mit Sensordaten gewonnene Daten mit künstlicher Intelligenz, also maschinellem Lernen, automatisch klassifizieren kann und dann zum Beispiel erkennen kann, da ist jemand hingelaufen oder jemand rennt durch das Bild. Oder es ist irgendein Desaster passiert, wir müssen sofort Hilfe holen und das sind Dinge, die wir automatisch erkennen wollen. Ein anderes Beispiel für Cyber Physical Systems ist sowohl das Smart Home als auch das vernetzte Auto. Im Smart Home haben wir uns Dinge angeschaut, zum Beispiel Sie haben ein Telefon, das hat einen Helligkeitssensor und wir können sagen, anhand der Helligkeitsänderung im Wohnzimmer, was gerade im Fernsehprogramm läuft. Das sind also Dinge, die man dort ableiten kann. Oder beim Auto, wir haben nur die Raddrehgeschwindigkeiten und können hier sagen, wo das Auto fährt. Wir können hier auch sagen, ob der Fahrer gerade sehr nervös ist, ob er aggressiv oder zurückhaltend fährt. Das sind Dinge, die wir dort mit Sensordaten herausfinden können. Wir beschäftigen uns auch mit dem Fahrrad. Das heißt, ein unserer Forschungsprojekte, man hat das Telefon in der Tasche, fährt ein Fahrrad und wir können innerhalb von wenigen Sekunden sagen, was für eine Art von Fahrrad das ist. Ein Mountainbike, ein Citybike oder ein Fixie-Bike. Außerdem beschäftigen wir uns mit Fragen der IT-Sicherheit, also rund ums Cloud Computing,
wenn ich Daten in die Cloud hochlade, wie kann man die schlüsseln, sodass ich sie zwar verteilen kann mit meinen Freunden oder mit anderen Firmen, dass aber der Cloud-Provider deswegen noch lange nicht sehen kann, was ich dort hochgeladen habe. Und der dritte Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Langlebigkeit von solchen Systemen. Weil wenn Sie ans Auto denken oder an Smart Home, das sind Gegenstände oder Objekte, die viel länger leben als typische IT-Produkte. Und die Frage ist, wie man die über die Zeit retten kann und immer wieder updaten kann, ohne dass man jedes Mal alles wegwirft und komplett neu installieren muss. Unsere Abschlussarbeiten beschäftigen sich vorrangig mit Themen, die wir auch in Forschungsprojekten bearbeiten. Das heißt, die Abschlussarbeiten werden von den Wissenschaftlern betreut, die auch auf dem Gebiet forschen. Wir arbeiten in dem Zusammenhang auch viel mit anderen Universitäten und vielen externen Firmen zusammen. Das heißt, durch eine Abschlussarbeit ergeben sich auch Kooperationsmöglichkeiten in die Wissenschaft, vielleicht für eine spätere wissenschaftliche Karriere oder auch in die Industrie für einen Job. Des Weiteren wird die Möglichkeit manchmal geboten, eine Veröffentlichung zu schreiben. Einige der Ergebnisse aus Abschlussarbeiten werden wissenschaftlich veröffentlicht und so hat man die Möglichkeit, schon mal zu erfahren, was es bedeutet, als Wissenschaftler zu arbeiten. Viele von unseren Themen sind sehr softwareintensiv. Wir beschäftigen uns mit komplexen Softwaresystemen. Das heißt, gute Programmierkenntnisse sind definitiv von Vorteil, um eine Abschlussarbeit bei uns schreiben zu können. Des Weiteren beschäftigen wir uns sehr stark mit Machine Learning, denn wir werten viele Daten aus und diese Daten werden durch maschinelles Lernen klassifiziert. Das heißt, es ist auch eine gute Idee, sich im Studium schon mal mit Machine Learning zu beschäftigen und das dann vielleicht später in der Abschlussarbeit zu vertiefen. Und ich freue mich, Sie dann in den nächsten Semestern kennenzulernen, auch wenn wir es erstmal nur digital machen, dann später doch auch wieder Präsenz in der Vorlesung, bei Abschlussarbeiten, Seminaren oder Projekten.